Bis zum Ende des aktuellen Bullenzykluses ist es komplett egal, welche Kryptowährungen ihr kauft. Alle werden explodieren. Das denken zumindest einige Investoren. Dem ist natürlich nicht so. Aber wie erkennen wir, am besten noch frühzeitig, welche Kryptowährungen neue Höchststände erreichen werden und welche eher nicht, damit wir noch rechtzeitig in aussichtsreichere Titel umschichten können? Genau diese und noch weitere Fragen beantworten wir im kommenden Video. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Im letzten Zyklus haben einige Altcoins, Bitcoin und Ether massiv outperformt. Muss es sich im aktuellen Zyklus deshalb wiederholen? Nein, muss es nicht. Es wird immer ein gewisses Auswaschen von gewissen Titeln, also von Altcoins geben, die eben keine neuen Höchststände erreichen, sondern bei denen wir jetzt vor allem in den nächsten Monaten nur eine korrektive Aufwärtsbewegung sehen werden, die die meisten Investoren als nachhaltigen Anstieg fehlinterpretieren. Unsere Fraktalanalyse ist ganz besonders gut dafür geeignet, diese zwei verschiedenen Arten von Aufwärtsbewegungen sehr gut voneinander zu separieren und dadurch wird auch eine Unterscheidung wesentlich einfacher. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass wir auch das Ende der Aufwärtsbewegung antizipieren können und schon frühzeitig aus der Abwärtsbewegung aussteigen können, um dann unser Kapital um einiges effizienter in aussichtsreichere Assets umschichten zu können. Eine kurze Bitte, bevor wir ins Thema ganz konkret reinstarten. Wenn euch der kostenlose Mehrwert gefällt, den ihr hier mehrmals pro Woche erhaltet, hinterlasst einfach nur einen Daumen hoch und kommentiert oder leitet diese Videos auch an andere Interessierte weiter. Das würde uns beim Kanalwachstum sehr helfen. Vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt beginnen wir. Bevor wir mit der Fraktalanalyse beginnen, müssen wir noch eine Voraussetzung klären, damit auch die Signale, die wir aus der Fraktalanalyse erhalten, auch aussagekräftig sind. Und zwar müssen wir uns angucken, wie denn die relative Stärke der Altcoins bzw. des Altcoin-Sektors momentan ausfällt. Hierfür gibt es einen ganz interessanten Index, der Bitcoin Season bzw. Altcoin Season Index, der uns über die letzten Jahre immer wieder angezeigt hat, wann Altcoins besser performen als Bitcoin oder wann Bitcoin besser performt als die Altcoins. Grundsätzlich gilt hier als Faustformel, dass in Bärenmärkten der Bitcoin besser performt als die Altcoins und dass in einem etwas fortgeschritteneren Bullenmarkt die Altcoins zu einem gewissen Zeitpunkt besser performen als der Bitcoin. Hier sehen wir anhand einer Zahl, wie viel Prozent der Altcoins den Bitcoin momentan schon outperformen. Das sind momentan 39%. Wir sind hier also relativ kurz vor der Parität, dass also etwa 50% aller Altcoins den Bitcoin schon outperformen. Man redet grundsätzlich von einer Bitcoin-Season, wenn wir in einem Bereich von unter 25 sind und von einer Altcoin-Season, wenn wir in einem Bereich von über 75 sind. Wir bewegen uns hier also, man könnte sagen, momentan in einem etwas neutralen Raum. Wir stellen aber fest, dass sich der Index seit April ganz, ganz stark wieder nach oben bewegt und das könnte hier ein Indikator auch dafür sein, dass die Altcoins jetzt mehr und mehr an Fahrt gewinnen. Wir brauchen also die Bestätigung, dass hier in den nächsten Monaten die Altcoins noch etwas stärker werden, damit wir die Signale aus der Fraktalanalyse auch richtig interpretieren können. Meines Erachtens sehen wir hier aber schon erste Anzeichen, dass es mit der Altcoin-Season nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt und dass die kommenden Monate mit der Analyse auch klappen könnte. Als Orientierungswert, das haben wir schon vorher im Altcoin-Bitcoin-Season-Index festgestellt, ist natürlich der Bitcoin die Leitwährung des Kryptomarktes und wir werden uns hier jetzt erstmal den aktuellen Wellencount, die aktuelle Wellenzählung nach Elliott etwas genauer angucken. Grundsätzlich ist es einmal noch übergeordnet bzw. eher irrelevant, ob wir hier komplett richtig mit unserer Zählung liegen. Die ungefähre Zählung sollte hier aber stimmen. Eine mögliche Zählung könnte folgendermaßen aussehen. Wir wissen, dass Aufwärtsbewegungen sich immer fünfteilig etablieren. Das heißt, wir haben hier eine 1, 2, dann eine relativ lange 3, die typisch für Wellen 3 sind, dann eine eher flache korrektive 4. Und wenn wir jetzt unterstellen, dass hier das Tief beim Bitcoin schon drin ist, was möglich sein kann, aber auch noch nicht möglich sein kann, dann könnte auch sein, dass diese Aufwärtsbewegung hier noch einmal eine Stufe nach unten führt. Aber wenn wir jetzt einfach mal unterstellen, dass in der Welle 5 die irgendwo zwischen dem 161,8er und dem 261,8er höchstwahrscheinlich enden wird. Und dann stellen wir fest, dass am Ende der Welle 5 optimalerweise ein weiteres All-Time-High beim Bitcoin festzustellen ist. Jetzt haben wir auch schon in der Vergangenheit festgestellt, dass
das letzte All-Time-High aus dem November 2021, die letzten Monate ebenfalls, schon kurzfristig überschritten wurden. Und wenn wir jetzt hier einfach mal davon ausgehen, dass zum Ende der Welle 5 des Bitcoins hier wir bis zum 261,8er Niveau expandieren, sodass wir einen Kurs von etwas mehr als 100.000 US-Dollar sehen werden, was unseres Erachtens relativ wahrscheinlich ist, dann könnten wir unterstellen, dass vom letzten All-Time-High bis zum Ende der Welle 5 eine 48-prozentige Kurssteigerung vorgenommen werden könnte. Wie hilft uns diese Erkenntnis nun besser erkennen zu können, ob andere Altcoins die gleiche relative Stärke oder sogar noch eine höhere relative Stärke haben als der Bitcoin und auch dazu prädestiniert sind, neue All-Time-Highs, weit höhere All-Time-Highs im aktuellen Bullenzyklus zu etablieren. Hierfür bedienen wir uns dem Solana-Coin und nehmen die analoge Betrachtung an diesem Asset zusammen vor. Wenn wir jetzt also einfach mal unterstellen, dass Solana hier genauso wie Bitcoin sein letztes All-Time-High im letzten Bullenzyklus abgeschlossen hat und wir zumindest mal erwarten, bedingt durch die Tatsache, dass der Bitcoin-Altcoin-Season-Index schon eine Parität ausweist, hier zumindest einmal die gleiche Wertsteigerung zum Ende der Welle 5 Expansion festgestellt hätte werden können, dann sollte Solana ebenfalls zumindest annäherungsweise 48% über dem letzten All-Time-High seine Welle 5 abschließen. Optimalerweise natürlich noch höher, weil es eine noch größere relative Stärke nach sich ziehen würde und Interpretationsspielraum offen lässt, dass Solana vielleicht noch weit höhere Kursniveaus erreicht, als wir bisher angenommen bzw. antizipiert haben. Wenn wir also davon ausgehen, dass Solana genauso wie Bitcoin zum Ende der Welle 5 Expansion abschließt, ein neues Hoch ausbildet, dann sollten hier Kursniveaus von etwa 385, 386 US-Dollar möglich sein. Was würde also nun passieren, wenn wir dieses Niveau überschreiten? Das würde, wie schon erwähnt, bedeuten, dass wir eine hohe relative Stärke feststellen, dass also die Impulsivität der Aufwärtsbewegung noch um einiges höher ist als beim Bitcoin und sich diese natürlich auch noch im Laufe des aktuellen Zykluses verstärken könnte, was dazu führt, dass wir sehr stark davon ausgehen können, dass wir neue und weit höhere All-Time-Highs bei Solana in den nächsten Monaten und Jahren sehen könnten. Wenn wir davon ausgehen, dass das Zwischenhoch zum Ende der Welle 5 sich irgendwo in diesem Bereich aufhält, dann sehen wir zumindest, dass Solana mit der relativen Stärke des Bitcoins mithalten kann. So dann ist die Wahrscheinlichkeit ebenfalls relativ hoch, dass auch Solana weiterhin gut performen würde. Wenn allerdings es so kommen würde, dass Solana kein neues Allzeithoch ausbaut, nehmen wir mal an, Bitcoin wird dann dieses neue Allzeithoch bei um die 100.000 Euro etablieren. Solana würde aber zum Ende dieser Welle 5 von Bitcoin unter dem bisherigen Allzeithoch notieren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir es hier nur mit einer korrektiven Aufwärtsbewegung zu tun haben und wir danach einen massiven Abkauf sehen, der eventuell sogar dazu führen könnte, dass wir neue All-Time-Lows sehen. Und bedingt durch diese Orientierung der Ende des Welle 5 Impulses bei Bitcoin können wir anhand der relativen Stärke von anderen Altcoins herausfinden, ob wir unsere Altcoins weiterhin halten sollten, ob diese also das Potenzial haben, im aktuellen Zyklus super zu performen oder ob es sich nur um eine korrektive Gegenbewegung handelt, die zu guter Letzt zu einem Ausverkauf des Wertes führen wird. Ihr könnt diese Analogie grundsätzlich auf alle Altcoins anwenden, die eine moderate Datenhistorie haben. Wichtig ist, dass wir hier einen Vergleichswert haben, also ein letztes Allzeithoch im letzten Bullenzyklus, damit man eben diese Relativität mit der relativen Stärke nachbilden kann. Und dann könnt ihr das grundsätzlich mit jedem Altcoin machen, den ihr im Portfolio haltet. Es wird also relativ wichtig, jetzt die nächsten Wochen und Monate zu beobachten, was der Bitcoin macht und was im Vergleich die Altcoins auch tun. Wir stellen fest, dass bloßes Kaufen und Halten von Altcoins zwar funktionieren kann, aber auch ordentlich in die Hose gehen kann. Das macht grundsätzlich mehr Sinn, einfach mal die relative Stärke und die Kursbewegungen dieser Altcoins zu analysieren und zum Referenzwert von Bitcoin zu setzen. Das erspart, wenn wir dann die Signale richtig interpretieren, massiv Fehlgriffe und vermeidet natürlich Kapitalverluste. Mit genau dieser Analyse können wir dahingehend wirken, dass wir unsere eingesetzten Mittel wesentlich effizienter einsetzen, dass also eine Outperformance gegenüber dem Bitcoin und dem breiten Markt wesentlich wahrscheinlicher wird und wir somit eine Überrendite mit unserem Gesamtportfolio erreichen können. Somit haben wir eine weitere Analyse, ein weiteres Instrument kennengelernt, das uns dabei hilft, unserem Ziel der finanziellen Unabhängigkeit einen weiteren Schritt näher zu kommen, indem wir nun das potenzielle Wissen haben, den aktuellen Zyklus auch maximal profitabel für uns auszunutzen. Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst gerne einen Like und wir sehen uns dann in ein paar Tagen bis zum nächsten Video. Ciao.